It's a friendship that means so much to me. Whenever I need you, you'll always be there for me. I depend on you. Together we'll be the best team. Ich besitze ja bereits mehrere Kanopen, aber dieser ist ein besonderes Stück. Wenn man denkt, dass die Ägypter in diesen wunderschönen Gefäßen die Eingeweide von Toten aufbewahrt haben. Sie ist wie die meisten aus Keramik und absolut unbeschädigt. Hier ist die vereinbarte Summe, Herr Limbach. Es ist immer wieder ein Vergnügen, mit Ihnen Geschäfte zu machen, Herr Konsul. Sagen Sie, haben Sie auch von dem Gerücht gehört, dass aus einem Museum in Bukarest ein Sarkophag mit einer sehr gut erhaltenen Mumie gestohlen worden ist? Natürlich, so etwas spricht sich in geschäftlichen Kreisen sehr rasch herum. Sie ist zwar mehrfach restauriert worden, aber eine Rarität wie diese ist trotzdem heute runde 10 Millionen Dollar wert. An eine solche Summe habe ich auch gedacht. Wollen Sie sie sehen? Unglaublich. Aus der 18. Dynastie, 1300 Jahre vor Christus. Ich habe Fotos davon in mehreren Fachbüchern gesehen. Und alles echt. Das Museum hat zahlreiche Untersuchungen durchgeführt. Wann kann ich ihn abholen lassen? Das wird nicht so leicht sein. Wir sollten warten, bis etwas Gras über die Sache gewachsen ist, sagen wir in ein paar Wochen. Können Sie ihn haben. Wir haben einen Deal, Herr Limbach. Selbstverständlich, Herr Konsul. Und das Geld erhalten Sie wie üblich im Bar. Entschuldigen Sie uns bitte einen Moment. Ich möchte kurz mit Herrn Forster reden. Selbstverständlich. Ich sehe mir inzwischen diesen wunderschönen Anubis an. Was soll das? Du weißt doch, dass der Sarkophag schon verkauft ist. Reg dich nicht auf. Wir machen eine Kopie davon. Das sind dann 2 mal 10 Millionen Dollar und die zweiten 10 Millionen bleiben uns. Mir ist nicht wohl dabei. Du hast doch immer wieder nicht ganz saubere Geschäfte gemacht und nichts ist passiert. Und was ist mit der Mumie? Wir brauchen jemanden, der in den Sarkophag passt und von dem niemand weiß, was mit ihm geschehen ist. Das heißt, du willst jemanden umbringen? Es werden täglich Leute wegen weit weniger umgebracht. Junge Männer für Fernsehspot gesucht, maximal 30 Jahre alt, ca. 1,60 groß, ausgeprägter Hinterkopf, kurze Haare oder Glatze. Bewerber melden sich unter 0676 323 8799. Also ich weiß nicht, wozu irgendwer einen Menschen braucht, der so ausschaut wie ich. In dem Inserat steht doch, dass Sie einen originellen Typen für eine Werbung brauchen. Hm? Also gut, ich fahr jetzt hin. Ich hol dich ab, wenn du Schluss hast. Viel Glück. Weißt du was? Mit dem Geld fahren wir dann beide gemeinsam auf Urlaub, okay? Mit dem Geld zahlen wir einen Umschulungskurs, damit du einen besseren Job kriegst. Aber warum? Du hast es dir verdient. Immerhin hast du das Inserat gefunden. Sie sollten nicht so viel trinken. Dann werden Sie das nicht schaffen. Ich schaff das schon. Aber umgebracht habe ich noch keinen. Also bitte. Sie waschen und schminken doch jeden Tag Menschen. Aber die sind schon vorher tot. Das weiß ich. Aber dafür bekommen Sie auch eine Menge Geld. Und damit haben Sie für Ihr Leben ausgesorgt. Kann das nicht Ihr Geschäftspartner erledigen? Wir machen das wie besprochen.
Ja. Ist gut. Sie sind da. Wir machen die Fotos hier, weil wir die nötigen Requisiten gleich bei der Hand haben. Der Fotograf wartet schon. Alles klar. Es haben sich ja einige auf unser Inserat gemeldet, aber wir sind sicher, dass Sie der Richtige sind. Geh Rex, wir haben zwar Urlaub, aber ihr könnt mir trotzdem eine Zeitung von unten holen, ne? Ohne Handwerker wäre der Urlaub zwar schöner, aber... geht ja. Danke. Hey, wollte mich von dir verabschieden. So wirst du aber nicht bis nach Venedig kommen. Wieso? Weil ich gleich nach der Grenze einen Italiener einfangen werde. Na, wenn du es nicht machst. Ja, du hast gesagt, dass du das nicht willst. Ich habe gesagt, dass ich kein Verhältnis mit meinem Chef haben will. Ah, und ich bin immer noch dein Chef. Leider und Gott sei Dank. Marc? Marc, bist du da? Der kommt. Sie warten doch. Jetzt glaubt er wieder, dass was passiert ist, obwohl nichts passiert ist. Es passiert immer was, bevor was passiert. Ich wollte nur noch mal Beikommen und mich verabschieden, bevor ich... Naja, ich fahr dann. Magst du ein Bier? Das ist eine gute Idee. Ich weiß wo es steht. Man kann sich nicht einmal in Ruhe verabschieden. Ich habe schon oft mit Tierpräparaten und mit Einbalsamierungen zu tun gehabt. Mit Natronsalz arbeite ich zum ersten Mal. Es entzieht Wasser, löst Körperfette und tötet Bakterien ab. Hallo? Hallo? Kann ich was für Sie tun? Das glaube ich nicht. Bis jetzt haben mich alle weitergeschickt. Worum geht's denn? Und meinen Freund. Er ist seit einiger Zeit verschwunden. Am besten Sie kommen mit in mein Büro, hm? Okay. Gut. Was in Venedig? Herrlich. Ich weiß, dass ihm irgendwas passiert ist. Und ich weiß auch, dass es irgendwas mit diesem Inserat zu tun haben muss. Was ist denn drin gestanden in dem Inserat? Ja, die haben junge Männer für Werbefotos gesucht. Höchstens 30 Jahre alt, ca. 1,60 groß. Ganz kurze Haare und einen ausgeprägten Hinterkopf sollten sie haben. Wie hat er Kontakt aufgenommen?
Naja, es war eine Handynummer mit dem Inserat dabei. Als er nicht gekommen ist, habe ich immer wieder angerufen bei ihm und bei der Nummer von dem Inserat. Aber es ist niemand rangegangen. Und er ist mit dem Auto zu dem Termin gefahren? Ja, er hat gesagt, dass er das Auto dort stehen lassen will, weil die ihn dort abholen. Aber die Polizei hat das Auto dann ganz woanders gefunden. Naja, da spricht schon einiges dafür, dass da irgendwas nicht stimmt. Andererseits, es verschwinden in der Altersgruppe sehr viele Personen, die dann früher oder später wieder zurückkommen. Aber der Blackie, das... Wer ist der Blackie? Ja, sein Kater. Er hätte ihn nie allein gelassen. Das ist auch bei mir. Es wird nicht einfach sein, von dem eine Kopie herzustellen. Erstens ist dieser Sarkophag mehrfach restauriert worden. Da fallen ausgebesserte Stellen nicht so auf. Zweitens verwende ich ganz bestimmte Farben, die mit Knochenlein abgemischt werden. Gute Idee, den zweimal zu verkaufen. War nicht meine Idee. Der Transport aus Ägypten ist da. Ihr könnt euch jetzt die Sachen ansehen, die ich in Luxor besorgt habe. Ist das alles echt? Stammt zumindest aus dem alten Ägypten. Wie wollen Sie denn damit eine perfekte Kopie herstellen? Wir haben schon einige antike Stücke erzeugt. Sie brauchen sich nur um die Mumie zu kümmern. Ich brauche Fotos von der echten Mumie, damit die Bandagierung übereinstimmt. Und, habt ihr schon was gefunden? Nein, und das ist ja das Interessante daran. Weder am Lenkrad, noch am Schaltknüppel, noch auf der Fahrertür haben wir irgendeinen Fingerabdruck vom Fahrzeugbesitzer gefunden. Das heißt, jemand hat das Auto von diesem Treffpunkt weggebracht und dann alle Spuren verwischt. Naja, ein paar Fingerabdrücke haben wir schon von ihm gefunden, und zwar da im Handschuhfach. Habt ihr... Haben wir. Am Rückspiegel haben wir einen Fingerabdruck gefunden, der nicht identisch ist mit dem vom Fahrzeugbesitzer. Super, Kunz. Geh, sei lieb und bau mir den Fahrersitz aus. Wie bitte? Entschuldigung. Tut mir leid, es hat ein bisschen länger gedauert. Ist das nicht der aus seinem Auto? Ja, Sie haben ja gesagt, dass Sie glauben, dass jemand in der Wohnung war. Jetzt können wir feststellen, ob das der war, der auch das Auto weggebracht hat. Heißt das? Nein. Das heißt nicht unbedingt, dass Ihrem Freund was passiert sein muss. Wenn die Person, die das Auto vom Sascha weggebracht hat, hier war, dann... Danke. Dann wird der Rex das rausfinden. Im Moment scheint er sich aber eher für die Katze zu interessieren. Die habe ich in dem Schrank gefunden. Die hat sich dort versteckt. Rex. Komm. Gut. Such. Also gut, er ist also hereingekommen und hat die Vorhänge zugezogen. Könnte es sein, dass Ihr Freund die Kerze angezündet hat? Nein. Die habe ich ihm geschenkt und eigentlich wollte sie so lassen, wie sie ist. Er hat also die Vorhänge zugezogen und die Kerze angezündet. Es fehlen ein paar Sachen. Aber seine Lieblingsjacke ist da, die hätte er sicher mitgenommen. Ich habe Ihnen das nicht gesagt, weil ich gedacht habe, dass Sie dann auch... Ah, das ist schon gut. Schon in Ordnung. Wenn Sie vielleicht nachschauen, ob sonst noch was fehlt. Okay. Mist. Was ist los? Die Mumie stammt aus einer Periode, in der das Herz im Körper verblieben und mit begraben worden ist. Und das fällt Ihnen jetzt erst auf? Ich habe diese Bücher nicht auswendig gelernt. Was soll ich jetzt machen? Ich hab das Herz mit allen Sachen, die drinnen waren, weggebracht. Das Herz muss sofort wieder her. Wenn ein Röntgen von der Mumie gemacht wird, sieht doch jeder, dass das Herz fehlt. Hoffentlich haben es die Ratten nicht schon gefressen.
Was machen Sie da? Nix. Okay. So, dann schauen wir mal, was der da unten gemacht hat. Hey Rex, wart noch. Bei dem, was da drin herumliegt, ist besser, ich zieh dir die an. Wenn ich daran denke, dass ich noch vor 2 Tagen mit einer Gondel auf dem Canale Grande gefahren bin. Du siehst, der Urlaub ist vorbei. Leider. Wieso leider? Gibt's da etwas, was ich wissen sollte? Was willst du denn hören? Die Wahrheit? Als Polizist müsstest du wissen, dass niemand die Wahrheit sagt. Das gilt aber nicht für Polizisten. Also, ist was passiert? Du weißt doch, immer bevor was passiert, passiert was. Nein, schau da lieber nicht rein. Der Urlaub ist vorbei. Ich hoffe, das hat nichts mit dem Sascha König zu tun. Ich auch. Ich habe sowas noch nie gesehen. Leichenteile in einem Wald oder in einem Gewässer versteckt, das kommt immer wieder vor. Aber welchen Sinn macht das Eingeweide in einem Müllsack? Ja, wir haben eine DNA der Organe gemacht, die Sie im Kanal gefunden haben. Und die stimmt mit der DNA der Haare überein, die Sie mir aus der Wohnung vom Sascha König gebracht haben. Also doch. Haben Sie so einen Fall schon jemals vorher gehabt? Ja, offensive und defensive Leichenzerstückelung, ja. Aber eine Ausweidung, wie in diesem Fall, das habe ich in meiner ganzen Dienstzeit noch nicht gehabt. Weiß man schon was über die Vorgangsweise? Ja, die Organe sind relativ professionell entnommen worden. Es ist auch alles vorhanden. Nur das Herz fehlt. Das klingt nach einem rituellen Mord. Dagegen spricht, dass wir 4 plombierte Zähne gefunden haben. Und außerdem Spuren von Natronsalz. Was bedeutet das? Naja, das bedeutet, aber das ist jetzt ein bisschen absurd. Das Einzige, was ich mir dazu denken kann, ist, aber das ist wirklich sehr absurd, dass der Tote mumifiziert werden sollte. Das Mumifizieren war in Ägypten eine ganz eigene Kunst. Die inneren Organe sind sorgfältig entnommen worden, ohne den Körper zu sehr zu beschädigen. Das Gehirn zum Beispiel. Das wurde mit speziellen Instrumenten durch die Nasenlöcher entfernt. Und anschließend wurden die Toten in Natronsalz gelegt, um die völlige Austrocknung des Körpers zu erreichen. Und dann erst wurden sie umwickelt. Was ist eigentlich die tiefere Bedeutung von diesem Ritual? Die Ägypter haben daran geglaubt, dass sie im Jenseits mit demselben Körper weiterleben werden. Und können Sie sich vorstellen, dass jemand bei uns eine Mumie herstellt? Sie meinen eine Fälschung? Ja. Ja, das hat es jederzeit und überall gegeben. So um 1900 herum sind besonders Provinzmuseen auf solche Fälschungen hereingefallen. Und was ist so eine Mumie auf dem Schwarzmarkt wert? Einige Millionen $. Vor kurzem ist übrigens eine echte Mumie mit Samtsarkophag aus einem Museum in Rumänien verschwunden. Kann man eine Mumie fälschen? Ich meine vom Handwerklichen her. Ja, ein guter Tierpräparator zum Beispiel, der würde das schaffen. Das ist eine Art Kollege von ihm. Er ist Anubis und war unter anderem der Wächter über die Friedhöfe. Und außerdem ist er der Gott der Mumifizierung und der Beschützer der Toten. In dem Inserat ist doch gestanden, ausgeprägter Hinterkopf. Etwa 1,60 groß, maximal 30 Jahre alt. Genauso haben die damals ausgesehen. Und mit etwa 30 sind die meisten von ihnen gestorben. Frau Rauch, es tut mir sehr leid, aber wir müssen jetzt davon ausgehen, dass Ihr Freund nicht mehr am Leben ist.
Was ist mit ihm passiert? Er ist einem Verbrechen zum Opfer gefallen und mehr wissen wir leider auch noch nicht. Ich verspreche Ihnen, dass wir das aufklären werden. Alles in allem war der Schneider sicher der beste Präparator, den es in Wien gegeben hat. Und wenn er nach seiner Scheidung nicht zum Trinken angefangen hätte, dann wäre er es heute noch. Und könnten Sie sich vorstellen, dass der Schneider einen Menschen mumifiziert? Keine Ahnung. Ich habe ihn schon ziemlich lange nicht mehr gesehen. Aber können kann er sicher. Ja, und wenn er dringender Geld braucht? Könntest du mir sagen, wo ich den Schneider jetzt finden könnte? Ja, wie gesagt, ich habe ihn ja aus den Augen verloren. Tut mir wirklich leid. Gut, danke. Komm, Rex. Mit dem kannst du dich hier nicht mehr unterhalten. Das ist mein Hund. Er hat sich nur im Laufe der Zeit seiner Umgebung angepasst. Mhm. Ja. Ich verstehe das nicht. Die Tina müsste doch schon längst zu Hause sein. Danke, Kollegen. Du, die von der Funkstreife haben gesagt, dass sie sie zu Hause abgesetzt haben. Zu Hause ist sie nicht. Eine Nachbarin hat mir gesagt, dass sie in diese Richtung gegangen ist. Ich hätte sie selber nach Hause bringen müssen. Wir finden sie schon. Tina! Ich springe jetzt. Glauben Sie mir, ich weiß, wie das ist, wenn man plötzlich einen Menschen verliert. Ich kann aber nicht mehr. Wollen Sie Ihr Leben einfach so wegwerfen? Es lohnt sich, weiterzuleben. Ist doch jetzt alles egal. Im Moment vielleicht. Aber die Dinge ändern sich. Gehen Sie. Lassen Sie mich einfach allein, bitte. Nein, das werde ich nicht tun. Ich bleibe hier und warte, bis Sie da herunterkommen. Lassen Sie mich in Ruhe. Was ist denn mit der Katze von Ihrem Freund? Der Sascha hat gesagt, er würde sie nie alleine lassen. Wo sollten die jetzt hin? Ich werde jetzt langsam auf Sie zukommen. Ich möchte, dass Sie da herunterkommen. Nein. Es ist alles gut. Bitte geben Sie mir Ihre Hand. Gut gemacht, Rex. Ich bin froh, dass die jetzt den echten Sarkophag geholt haben. Das kostet mich alles zu viel Nerven. Dafür sind die 10 Millionen auf der Bank. Wenn wir das zweite Geschäft abgewickelt haben, dann höre ich auf. Das kannst du auch. Wenn ich die Firma übernehme, geht das Geschäft erst richtig los. Ich wollte, ich hätte das alles schon hinter mir. Reg dich doch nicht immer so auf. Wenn der mitsamt dem Sarkophag weg ist, gibt es doch keine Beweise mehr. Was ist eigentlich mit diesem Schneider? Er sollte doch mit dem Bandagieren anfangen. Ich weiß.
Sollte schon seit 2 Stunden da sein. Hättest du mir ihm nicht so viel Anzahlung geben sollen. Der torkelt irgendwo besoffen herum. Ich habe ihm gesagt, dass er seinen Mund halten soll. Schließlich hängt er ja mit drinnen. Bei einem Trinker kann man nie wirklich wissen. Aber ich weiß ja, wo er wohnt. Eine verdammte Sauferei bringt uns noch alle in die größten Schwierigkeiten. Hier, Wurstsemmeln. Die haben wir früher öfter gehabt. Wo ist denn eigentlich die Niki? Bin schon da. Oh. Danke. Ich war die Nacht bei der Tina Rauch. Jetzt ist ihre Mutter vom Land gekommen und bleibt bei ihr. Wir haben da einen Schneider, auf den die Beschreibung passt. Der arbeitet jetzt allerdings als Leichenwäscher am Hennalser Friedhof. Mordkommission, Büro Hoffmann am Apparat Kunz. Hoffentlich kann uns der weiterhelfen. Werden wir gleich sehen. Wir haben gleich. Es ist leider der Schneider. Mein Name ist Hoffmann, das ist meine Kollegin Herzog. Sie haben den Herrn Schneider gefunden? Svoboda, mein Name. Ich bin ein Kollege von ihm. Der Schneider richtet die Leichen her und ich grab sie ein. Er hat eine Dienstwohnung. Aha, was macht er dann hier in der Nacht? Ja, immer wenn er zu viel gehabt hat und nicht mehr in seine Wohnung gefunden hat, dann ist er halt daher gekommen und hat da übernachtet. Aber ich habe immer gesagt, dass einmal ein Unfall passieren wird. Schauen wir mal. Kann ich helfen? Na, danke. Sind schon fertig. Eine schwere Kopfverletzung, diverse Brüche. Da schau her, die linke Hand ist auch gebrochen. Unten im Sarg sind Schuhspuren. Wahrscheinlich ist er in seinem Zustand dagegen gelaufen und der Sarg ist auf ihn gekippt. Ein tragischer Unfall. Aber ich habe immer gesagt, dass einmal was passieren wird. Wir lassen ihn trotzdem in die Gerichtsmedizin bringen. Wo ist denn die Dienstwohnung vom Schneider? Der Verblichene hat gleich um die Ecke gewohnt. Wenn Sie mir bitte folgen wollen. Bitte, hier. Das war oft so. Was? Er hat geglaubt, dass er die Tür zugesperrt gehabt hat, dabei war sie offen. Das Trinken ist ein gefährliches Laster. Ja, wenn er gemerkt hätte, dass die Tür offen ist, dann wäre er vielleicht jetzt noch am Leben. Rasch tritt der Tod den Menschen an, oft in der Blüte seiner Jahre. Ja, Sie sagen es. Das Laster hat ihn älter ausschauen lassen, als er wirklich war. Ja, Sie entschuldigen mich jetzt bitte. Kann ich helfen? Im Augenblick nicht. Danke. Das war seine Ex-Frau. Beachtlich. Hat er zumindest immer erzählt. Sagen Sie, haben Sie eine Ahnung, ob der Herr Schneider irgendwelche Nebengeschäfte gehabt hat? Sie sehen ja, dass er eher bescheiden gelebt hat. Und hier und da einen Schluck wird man sich ja wohl gönnen dürfen. Naja, immerhin war er mal Tierpräparator. Schon. Aber dazu braucht man eher eine ruhige Hand.
Und die hat er so zeitweilig nicht mehr ganz gehabt. Ein Hund grabt grad den Garten vom Schneider um. Sagen Sie, borgen Sie den Hund auch her? Na, ich glaube auch nicht, dass er Ihnen helfen könnte. Ich wäre nämlich nie selber draufgekommen, dass der Schneider so viel Geld hat. Die Frage ist nur, von wem er das Geld bekommen hat. Rex! Das möchte ich auch gern wissen. Ich weiß nicht, ob ich das so gut hinbekomme wie der Schneider. Wahrscheinlich besser. Er war in der letzten Zeit doch sowieso nur noch besoffen. Und so wie ich ihn gefunden habe, hätte er es ja doch nicht mehr machen können. Der wäre ein paar Tage im Spital gelegen und hätte dort vielleicht auch noch blöd herumgeredet. Ich habe von Anfang an ein schlechtes Gefühl gehabt. Auf legale Weise wird niemand wirklich reich. Da muss man schon ein paar Risiken eingehen. Ich fahre jetzt. Was ist, wenn sich die Polizei um die Sache mit dem Schneider kümmert? Vergiss es. Es geht sicher als Unfall durch. Der Blutalkohol hat 2,76 Promille betragen. Die Niki hat Schuhspuren am Ende des Sarges gefunden. Ja, der Sarg ist auf die Person draufgefallen. Das zeigen auch die geformten Verletzungen. Aber dann hätte er den Sarg noch einmal hochstemmen müssen, um ihn neuerlich auf sich drauffallen zu lassen. Und das ist bei der Schwere der Erstverletzungen absolut undenkbar. Außerdem haben wir wieder Spuren von Natronsalz gefunden. Ja, es gibt Hinweise darauf, dass er an der Sache mit der mumifizierten Person beteiligt war. Naja, dann seid ihr ja schon ein ganzes Stück weiter. Dr. Graf, in diesem Zusammenhang wollte ich Sie fragen, was es mit der Entfernung der plombierten Zähne von Sascha König auf sich hat. Schauen Sie, wenn jemand im Begriff ist, eine Mumie zu fälschen, dann muss er gewärtig sein, dass diese Mumie über kurz oder lang ins Röntgen kommt. Naja, und die alten Ägypter, die haben eben noch keine plombierten Zähne gekannt. Danke, Kollege. Du, und schickt uns dann das Material rauf, gell? Servus. Grüß euch. Servus. Auf den Geldscheinen, die du beim Schneider gefunden hast, sind nicht nur seine Fingerabdrücke drauf. Das ist doch bei Geldscheinen nichts Besonderes, oder? Ja, aber der, den wir gefunden haben, ist identisch mit dem am Rückspiegel im Auto vom Sascha König. Super. Haben wir den in der Kartei? Na, leider nicht. Ich habe schon nachgeschaut. Die sind alle ziemlich neu und durchnummeriert. Vielleicht können wir feststellen, woher die kommen. So eine Summe kriegst du nicht aus dem Bankomaten. Vielleicht weiß die Nationalbank, an welche Bankfiliale sie ausgeliefert worden sind. Und dann können wir checken, wer sie abgehoben hat. Oder? Ja? Konsul Davis hat eben angerufen. Er hätte in den nächsten Tagen eine günstige Transportmöglichkeit. Macht er es wie üblich? Ja, er schickt einen Wagen und einen Angestellten mit Diplomatenpass. Du kannst da so ganz beruhigt sein. Bis später.
Also das war Gott sei Dank eine kleinere Bankfiliale und deswegen können die sich an größere Abhebungen im fraglichen Zeitraum erinnern. Es kommen 3 Firmen in Frage, die 5.000 Euro und mehr abgehoben haben. Eine Schneiderei, eine Papiergroßhandlung und eine Kunstgalerie. Eine Kunstgalerie? Ja, die handeln mit sehr alten Kunstgegenständen, auch mit ägyptischen. Wir brauchen einen Fingerabdruck. Und ich weiß auch schon, wie man kriegen. Guten Tag. Was kann ich denn für Sie tun? Man hat mir gesagt, dass Sie Experte für so etwas sind. Können Sie sich das hier einmal anschauen, Herr? Roman Forster. Aha. Ein Skarabäus. Sicherheitshalber. Wir wollen ja nichts beschädigen. Sehr aufmerksam von Ihnen. Darf ich fragen, woher Sie den haben? Ist ein altes Erbstück. Wollte nur mal wissen, was es wert sein kann. Naja, auf den ersten Blick sieht er echt aus. Und? Auf den zweiten? Eine interessante Fälschung. 19. Jahrhundert. Sind Sie sicher? Ganz sicher. Solche Stücke stehen sogar in Museen herum, weil sie für echt gehalten wurden. Da muss man sich schon ganz genau auskennen. Danke. Mehr wollte ich eigentlich gar nicht wissen. Es tut mir leid, dass ich Ihnen keine positivere Auskunft geben kann. Naja, wäre auch zu schön gewesen. Ich meine, plötzlich reich. Wenn Sie den einmal verkaufen wollen. Wieso? Ist doch nicht echt. Nun, wir haben auch Kunden, die etwas, sagen wir, im niedrigeren Preissegment suchen. Viel kann ich Ihnen allerdings nicht dafür bieten. Nein. Dann behalte ich ihn lieber selbst. Wie Sie wollen. Auf Wiedersehen, Herr Forster. Zum Glück hat er wenigstens die Schachtel angegriffen, wo das Skarabäus drin war. Passt. Die Fingerabdrücke auf der Schachtel, auf den Geldscheinen und auf dem Rückspiegel stammen alle von dem Typen von der Kunstgalerie. Wunderbar. Das einzige Problem ist, dass das Ganze nicht diesem Forster gehört, sondern einem gewissen Herrn Limbach. Und gegen den liegt leider überhaupt nichts vor. Was machen wir jetzt? Den Staatsanwalt anrufen. Na, viel Spaß. Und was ist, wenn wir keinen Durchsuchungsbefehl bekommen? Ja, dann müssen wir uns was einfallen lassen. Na los, komm, geh mal! Ja, das ist mir schon klar. Das sind ja zu einem geringen Teil gerichtsfähige Beweise, ich weiß, aber... Entschuldigen Sie, Herr Staatsanwalt. Nur weil jemand einen guten Ruf genießt, heißt das noch lange nicht, dass er nicht kriminell... Ja, ist in Ordnung, ich verstehe. Ja. Wiederhören. Nix? Nix. Den Durchsuchungsbefehl abgelehnt. Das weiß doch der Rex nicht. Wenn der Sascha da drin ist, dann wird der Rex ihn finden. Und wenn er ihn findet, wird uns das mit diesem Lederriemen anzeigen. Okay, Rex. Okay. Such den Toten.
Okay, der Rex hat den Toten gefunden. Wir können jetzt reinlegen. Ich fahre im Verzug. Weg vom Fahrzeug! Hände hoch und bleiben stehen. Haben Sie einen gerichtsfesten Beweis, Herr Staatsanwalt? I'm a diplomat. You have to let me go. Ah, wirklich? Tatsächlich. Ich kann Sie leider nicht verhaften, aber mein Hund kann nicht lesen. Rex! You must let me phone my embassy. Kein Problem. Wo ist Ihr Handy? In the car. Rex? Holst du bitte das Handy aus dem Auto? Ich glaube, Ihr Auto ist kaputt. Aber Sie können mit mir fahren. Sonst noch etwas, was wir für Sie tun können? Fallen lassen und Hände auf dem Rücken. Du hast ja den anderen erwischt.